Hallo, bist du auf der Suche nach einem Upgrade für deinen Passat? In diesem Video zeigen wir dir, wie du vom originalen VW-Radio auf dieses neue und moderne Android-Radio wechselst. Viel Spaß beim Video! Ein besseres Interface, besseres Aussehen, größeres Display, Touchscreen und natürlich viel mehr Funktionen. Ein Android-Radio ist meist ein günstiges und vielversprechendes Upgrade für dein Fahrzeug. Aus diesem Grund haben wir uns auf die Suche nach dem lukrativsten und besten Android-Radio für den VW Passat gemacht. Dabei sind wir auf Namen wie Hikiti, Junson, X-Trons und so weiter gestoßen. Alle diese Namen haben jedoch eins gemeinsam, nämlich fast alles. Es handelt sich hierbei immer um das gleiche China-Produkt, welches nur unter einem anderen Namen verkauft wird. Alleine schon an den Produktfotos erkennst du die Ähnlichkeit der Displays, des Interfaces und letztendlich auch dem Lieferumfang. Die Tatsache, dass all diese Radios zu 90% gleich sind, heißt jedoch nicht, dass sie schlecht sind. Als erstes haben sie natürlich viel mehr Funktionen wie das originale VW-Radio. Zusätzlich dazu sehen sie einfach besser aus und verleihen deiner Ambiente im Innenraum einen gewissen Touch. Wir haben uns also ein Android-Radio von eBay herausgepickt, welches unserer Erfahrung nach das günstigste, das leichteste zu montieren und das mit dem breitesten Spektrum an Funktionen ist. Es hat zwar keinen fancy Markennamen wie die anderen, verspricht jedoch unserer Meinung nach ein wenig mehr wie die einen Markennamen haben. Wie gesagt, all diese Android-Radios auf dem Markt sind zu 90% gleich, zumindest für den Passat B6, B7. Daher wirst du auch sicher beim Kauf eines anderen Android-Radios ähnliche Erfahrungen wie bei diesem von uns machen. Günstiger wie hier wirst du jedoch nicht davonkommen. Die Demontage des originalen VW-Radios ist einfach und schnell erledigt. Als erstes entfernst du den Plastikrahmen mit Hilfe des mitgelieferten Demontagewerkzeugs. Dieser ist mit einem einfachen Clips an der Instrumententafel befestigt und sollte mit einem einfachen Ruck schnell heraus sein. Nachdem du den Plastikrahmen ausgeklipst und den Warnblinker abgesteckt hast, schraubst du die 4 Schrauben, die das Autoradio in der Mulde halten, heraus. Der letzte Schritt bei der Demontage besteht darin, die CAN-Bus-Verbindung zu trennen und die Antenne abzustecken. Der CAN-Bus-Stecker ist mit einem Hebel verriegelt, den du einfach nach oben drücken musst, während du den Stecker herausziehst. Das Auto ist jetzt bereit für das neue Android-Radio. Als nächstes gehen wir in die Vorbereitung. Wir empfehlen dir, das neue Radio schon bevor du in das Auto gehst, dementsprechend vorzubereiten. Hierfür steckst du einfach alle Adapter und Stecker im Vorhinein schon in das Autoradio hinein und sparst dir somit das Gefummel im Auto. Im folgenden Video und in den folgenden Grafiken zeigen wir dir, welche mitgelieferten Stecker was machen und in welche Buchse eingesteckt werden müssen. Als erstes stecken wir die GPS-Antenne an. Die GPS-Antenne ist natürlich selbsterklärend. Diese benötigen wir, um die GPS-Signale für unsere Navigation abzufangen. Als nächstes sind die Media-Inputs dran. Wenn du keinen Subwoofer, zusätzliche Bildschirme oder sonst irgendwelche zusätzlichen Multimedia-Einheiten in deinem Fahrzeug hast, benötigst du diese Media-Inputs eigentlich nicht. Die werkseitigen Lautsprecher in deinem Fahrzeug werden über den CAN-Bus-Stecker angesteuert. Wir stecken die Media-Inputs trotzdem an, um diese schlussendlich nicht zu verlieren, wenn sie mal benötigt werden oder wenn ein Subwoofer nachträglich dazukommt. Nun der wichtigste Stecker von allen, der CAN-Bus-Stecker. Dieser wird als multifunktional mitgeliefert. Ein Stecker ist für den Passat B6 und der andere ist für den Passat B7. Mittendrin im Kabelsalat gibt es einen kleinen Stecker. Diesen musst du, je nachdem welchen CAN-Bus-Stecker du verwendest, den für Passat B6 oder B7, umstecken. Den CAN-Bus-Decoder steckst du an den vorherig angeschlossenen CAN-Bus-Stecker an. Der CAN-Bus-Decoder sorgt dafür, dass die fahrzeugspezifischen Meldungen wie Türe offen und die Klimabedingung auch auf dem Android-Radio angezeigt werden. Als nächstes haben wir hier ein RVC-Kabel. Dieses Kabel benötigst du als Schnittstelle für deine originale VW-Rückfahrkamera. Im nächsten Schritt der Anleitung dann mehr dazu. Die 2 USB-Stecker kannst du entweder vorher im Handschuhfach verlegen oder du steckst sie ebenfalls in das Radio an und verlegst sie dann nachher.
Wir empfehlen dir, die USB-Stecker in das Handschuhfach zu verlegen und danach einfach bei der Montage des Android-Radios einzustecken. Die Länge der USB-Verlängerungen ist mehr als ausreichend und das Handschuhfach kann beim Passat direkt aus der Radiomulde erreicht werden. Der übrig gebliebene Stecker mit den Drähten dran kann dir entweder als Reserve dienen oder ist unserer Vermutung nach für den Passat B6 oder ein anderes Modell gedacht. Zum Schluss kommt noch der Radioantennenstecker. Dieser Antennenstecker ist jedoch nicht kompatibel für den Passat B7. Im nachfolgenden Schritt zeigen wir dir, welchen externen Antennenstecker du dir kaufen solltest. Bevor es in das Auto geht, müssen noch weitere Maßnahmen getroffen werden. Beim CAN-Bus-Stecker zum Beispiel musst du zusätzlich die Pinbelegung der zwei Kabel am jeweiligen Adapter vertauschen. Das rote Kabel wird auf die Position des orangen Kabels umgepinnt und umgekehrt. Ansonsten ist das Gerät auf Dauer Plus und muss immer manuell über den Ein- und Aus-Button am Display ausgeschaltet werden. Mit der vertauschten Pinbelegung schaltet sich das Gerät automatisch von selbst aus, wenn der Schlüssel herausgezogen wird. Als nächstes kommt die Radioantenne. Für die Radioantenne musst du jedoch, wie schon erwähnt wurde, einen externen Antennenadapter verbauen. Dieser ist nicht teuer und sorgt dafür, dass dein Antennenverstärker richtig funktioniert und das Radiosignal richtig empfangen wird. Der Adapter, der im Lieferumfang enthalten ist, eignet sich nicht für Fahrzeuge mit dieser Art von Antennenverstärker. Es funktioniert zwar mit dem mitgelieferten Adapter auch, jedoch wirst du öfter das Radiosignal verlieren, als dir lieb ist, zum Beispiel im Tunnel. Das blaue Kabel vom externen Adapter muss mit dem blauen Kabel vom CAN-Bus-Stecker verbunden werden. Wie du die Verbindung machst, bleibt dir überlassen. Wir haben die Drähte einfach klassisch zusammengewickelt und mit dem Schrumpfschlauch isoliert. Falls du vorhast, eine originale VW-Rückfahrkamera nachzurüsten oder du schon eine Rückfahrkamera hast, musst du Folgendes beachten. Für die reibungslose Funktion der Rückfahrkamera muss das blaue Kabel vom CAN-Bus-Stecker, welches du mit der externen Antenne verbunden hast, noch zusätzlich mit dem gelben und roten Kabel des externen RGB zu AV-Konverters verbunden werden. Das gelbe Cinch-Kabel vom mitgelieferten Adapter und das gelbe Cinch-Kabel vom RGB zu AV-Konverter werden einfach zusammengesteckt und fertig. Dieser Adapter und eine Einstellung dann in den Werkseinstellungen, wenn das Navi montiert ist, sorgen für eine reibungslose Funktion der originalen VW-Rückfahrkamera. Als erstes befestigst du das Autoradio in den mitgelieferten Rahmen. Von der alten Blende müssen die Metallclips auf den neuen Rahmen übertragen werden. Das sorgt dafür, dass der neue Rahmen mit dem Android-Radio in der Mulde eingeklipst werden kann. Genauso wie das Original davor. Als nächstes montierst du das neue Android-Radio in den neuen Rahmen. Dafür verwendest du die mitgelieferten kleinen Schrauben. Bevor du das Radio jedoch richtig einklipsen kannst, musst du die zwei Plastikstümpel etwas kürzen. Diese zwei Steher waren auch beim Originalradio nicht von großer Bedeutung und dienten nur als Positionsfüßlein. Das heißt, beim Rückrüsten auf das Original werden dir diese Plastikstümpel nicht abgehen. Wie schon erwähnt, solltest du, bevor du das Radio fertig montiert hast, die zwei USB-Verlängerungen in das Handschuhfach verlegt haben. Die weitere Montage erfolgt dank der Vorverkabelung einfach und flott. Der CAN-Bus-Stecker vom Radio kommt auf den CAN-Bus-Stecker vom Auto und die Antenne wird in den externen Adapter eingesteckt. Das Radio ist somit fertig montiert und betriebsbereit. Damit die fahrzeugspezifischen Meldungen und die Lenkradbedienung funktionieren, muss das Schnittstellenprotokoll angepasst werden. Diese Einstellung findest du im Menü Einstellungen unter dem Reiter Werkseinstellungen. Das Passwort für die Werkseinstellungen musst du wie bei fast allen Android-Radios raten. Die Auswahl ist erfreulicherweise nicht besonders groß. In den meisten Fällen ist das Passwort 1234, 000 oder 1111. Sollte dieses Passwort nicht funktionieren, ist es womöglich das Bluetooth-Passwort, welches im Autoradio hinterlegt ist. In den Werkseinstellungen klickst du nun auf den Reiter Doseneinstellungen und wählst dein Fahrzeugmodell aus. Im letzten Schritt wird dann gefragt, welche Schnittstelle verwendet werden soll. Hier wählst du die Schnittstelle Hi World aus.
Sollte es nach dieser Einstellung weiterhin nicht funktionieren, wiederholst du den Vorgang nochmal und versuchst es mit einer anderen Schnittstelle. Erst wenn die fahrzeugspezifischen Meldungen wie Türe offen oder die Klimabedienung erscheinen, hast du es geschafft. Mit diesem Android-Radio sind wir vollkommen zufrieden. Auch nach 1,5 Monaten macht das Android-Radio keine Probleme. Die Schnelligkeit ist nicht überragend, jedoch mehr als schnell genug. Das Radiosignal passt, der Wi-Fi und Bluetooth-Empfang passt ebenso perfekt. Die Besonderheit ist ganz klar die Verbindung mit dem Bussystem des Autos. Die Klimabedienung wird angezeigt, offene Türen werden dir signalisiert und sogar die Bordcomputerinformationen sind im Menü aufzufinden. Ein großes Plus ist natürlich auch die leichte Montage und die Passgenauigkeit des Android-Radios. Das große Display verschönert den Innenraum und wirkt wie für den Passat gemacht. Die Tatsache, dass ein weiterer Adapter dazugekauft werden muss, ist nicht verwunderlich. Nahezu bei allen Android-Geräten, die auf dem Markt sind, müssen zusätzliche Adapter verbaut werden, um richtig zu funktionieren. Bei diesem Android-Gerät ist es sogar überraschend, dass nur ein Adapter für das Radiosignal benötigt wird und gegebenenfalls noch einer für die Rückfahrkamera. Zusammenfassend gibt es nicht viel Negatives zu sagen. Der Preis ist unschlagbar und im Vergleich zu anderen China-Produkten ist dieses hier ganz klar der Sieger. Es funktioniert alles, die Montage ist nahezu Plug and Play und die vorhandenen Funktionen und Apps sind mehr als ausreichend. Solltest du dennoch auf hochwertige und leistungsstarke Hardware aus Deutschland setzen, gibt es ja noch das Dynawin. Dafür müsst ihr jedoch tiefer in die Tasche greifen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.